Was denkst du über den Islam? Im Namen von Allah Menschen mit der Waffe in der Hand aufstehen und andere das Lebensrecht absprechen. Wenn im Namen meines Glaubens jemand aufsteht und Scheiße baut, würde ich, glaube ich, aufstehen und ihn zurechtweisen. Das passiert relativ wenig. Was du machst, ist Vernichtung. Oder der Islam hat die Antwort. Dann haben ja alle anderen die Antwort nicht. Das ist doch traurig. Es gibt ja auch Gefühle von Menschen, die man sozusagen materiell nicht beweisen kann, was die Wissenschaft nicht belegen kann. Und das mache ich alles unbewusst. Da muss es einen geben, der das alles kontrolliert, oder nicht? Was hast du denn bisher gefunden über den Islam oder was denkst du über den Islam? Von außen betrachtet genau so eine Anleitung für ein positives Leben wie die ursprünglichen 10 Gebote. Wenn im Namen meines Glaubens jemand aufsteht und Scheiße baut, würde ich, glaube ich, aufstehen und ihn zurechtweisen. Das passiert relativ wenig. Was meinst du genau damit? Ja, wenn im Namen vom Glauben, im Namen von Allah Menschen mit der Waffe in der Hand aufstehen und andere das Lebensrecht absprechen, dann finde ich, sollte man aufstehen und sagen, hör zu, du glaubst nicht an den Islam, sondern wir glauben daran, weil wir sind friedlich, wir denken an die Zukunft. Was du machst, ist Vernichtung. Ich kann natürlich verstehen, dass man Ressentiments hat, aufzustehen, weil die Leute stehen da mit der Waffe in der Hand. Ne? Also wenn der Papst sagt, wir ziehen irgendwo hin, ne, und der geht mit seinem Segen, dann kann ich aufstehen und sagen, Alter, was ist mit dir? Ne? Wenn einer da steht mit der Waffe in der Hand, kann ich verstehen, wenn man sich duckt. Aber vielleicht ist die Zeit, aufzustehen und sich nicht mehr zu ducken. Wir stehen auch dagegen. Sogar im Koran steht auch in den Versen drin, wenn man jemanden tötet, ist es genauso gleichgesetzt, als ob man die ganze Menschheit getötet hat. Das steht im Koran drin. Diese Menschen haben den Koran zu ihren eigenen Gunsten erörtert und haben den Koran falsch verstanden. Wir stehen auf jeden Fall dagegen, deswegen versuchen wir auch jetzt über den Islam ein anderes Bild zu schaffen. Leider diese Medien verwischen die ganze Wirklichkeit. Es gibt über 2 Milliarden Muslime auf der Welt. Wenn wirklich jeder ein Terrorist sein sollte, ich glaube, dann würde es jeden Tag Krieg geben, auf der ganzen Welt und überall, auch in Deutschland. Wenn es denn hier jetzt keinen Krieg gibt, heißt es, dass der Islam natürlich nicht falsch ist, sondern die Menschen, die diese Waffe in der Hand haben, was Falsches machen. Und das sagen wir auch überall. Aber nur wir haben eine bestimmte Grenze, eine Stärke, das zu sagen. Also ich kann jetzt nur ein Interview mit dir durchführen. Ich kann jetzt nicht nach anders hingehen und sagen, guck mal, du hast das falsch gemacht. Wie du schon gesagt hast, der hat eine Waffe in der Hand. Was soll ich jetzt dagegen machen? Ja, klar. Ja? Und wir können die Menschen die Richtigkeit aufsetzen, ja, und sagen, ob die das jetzt akzeptieren oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Es gibt genauso wie in Deutschland oder in der Türkei, wo auch immer, gute Menschen und schlechte Menschen. Ein schlechter Mensch, einmal Hitler 6 Millionen Juden vergast hat, kann ich nicht sagen, guck mal, der Markus ist auch ein Nazi. Genauso kann ich das auch nicht mit den Moslems machen. 0,001% der Muslime haben eine Waffe in der Hand und töten unschuldige Menschen. Kann ich nicht sagen, der Islam ist schuld oder die ganzen Muslime sind schuld. Sie würden jede Art von Struktur missbrauchen zu ihrem Nutzen. Am Ende vom Tag leben sie den Koran nicht, sie leben nicht den Islam. Sie stehen da, versklaven Menschen. Sie machen das zu ihrem eigenen Nutzen. Und sie würden, wenn es den Islam nicht gäbe, würden sie irgendetwas anderes nehmen, das zu ihrem Nutzen ummodeln, um ihre Ziele zu verfolgen. Und die sind einfach nur persönliche Bereicherung. Unser Prophet Mohammed sagt auch zum Beispiel, als er gelebt hat, der Islam wird in 72 Teile unterteilt werden später. Also in 72 verschiedene Verständnisse. Nur eins davon ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich hoffe das auch. Ja, und ich glaube auch, dass, wenn wir mal überlegen, wie lange wir jetzt schon hier auf diesem Planeten rumlaufen und wie eng wir jetzt mittlerweile zusammengewachsen sind, dann glaube ich, dass es in 1, 2, 3 Generationen völlig normal ist. Genauso wie es hier eine Kirche gibt, gibt es eine Moschee. Und ich meine, die Hagia Sophia in Istanbul, die war mal eine Kirche. Hier stehen eine Menge Kirchen leer. Vielleicht kann man daraus mal eine Moschee bauen. Ne? Optisch haben die auch viel mehr zu bieten. Wir glauben ja auch an Jesus. Jesus ist ja ein Prophet im Islam. Eigentlich ist das auch für die Christen dann auch interessant, sich eigentlich mit dem Islam zu beschäftigen, weil zum Beispiel im Johannesevangelium kommt vor, dass Jesus zu den Leuten in Jerusalem sagt, ich muss gehen, damit der Rechtleiter kommt. Wer kam denn nach Jesus als Rechtleiter, der den Menschen die Sünden und die Richtigkeiten aufgezeigt hat? Weiß ich nicht.
geglaubt wird, dass es der Prophet war, also Mohammed. Ne? Wenn ich mir seine Worte durchlese, dann sind die in diesem Sinne geschrieben. Sie sind ausführlicher als 10 Gebote. Sie sind weniger gelebt, weil der Prophet ziemlich viel kämpfen musste. Aber grundsätzlich, wenn man versucht, das Positive aus diesen Dingen rauszulesen, wird man viel Positives rausziehen können. Und es ist immer noch jeder selbst verantwortlich, wie er danach handelt. Niemand nimmt mir die Verantwortung für mein Handeln ab. Völlig egal, welches Buch ich gelesen habe. Ich bin für mein Handeln verantwortlich und ich muss dafür gerade stehen. Ich würde mich freuen, wenn wir weniger das verschlossen machen, wenn wir viel mehr offene Moscheen hätten, wo ich auch mal reingehen kann. Wir haben zum Beispiel in Duisburg ein Bildungs- und Kulturzentrum. Da beschäftigen wir uns auch mit der Wissenschaft und der Religion zusammen. Viele Menschen sehen das sozusagen eigentlich getrennt, aber das ist eigentlich zusammen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir diesen Baum ansehe, okay, das ist jetzt 70, 80 Jahre alt oder 100 Jahre alt. Das kam aber von einem Kern heraus. Dieser Kern, der hat kein Leben, der hat nicht mal eine Kraft dazu, sich wachsen zu lassen und dann mir Sauerstoff zu geben und dann mir noch vielleicht ein Obst zu geben. Ja? Dahinter muss jemand sein. Und damit beschäftigen wir uns. Und die Wissenschaft ist eigentlich nicht von der Religion getrennt. Und die versuchen wir mit einer Harmonie den Menschen mitzuteilen. Was hält dich denn davon ab, Moslem zu werden oder vom Islam? Das interessiert mich, weil du bist sehr nah da dran. Du hast dich damit beschäftigt, sehr viel recherchiert. Ich habe mich mit einer Menge Religionen beschäftigt. Ich habe mich auch mit dem Prinzip, was meiner Meinung nach dahinter steht, beschäftigt. Nämlich, dass immer, wenn ich nicht weiß, muss ich glauben. Und viele Dinge kann ich nicht wissen. Genauso wie ich auch in der Wissenschaft viele Dinge nicht wissen kann. Ich kann Thesen aufstellen und die gelten so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Viele Wissenschaftler oder manche Wissenschaftler, über die ich gestolpert bin in der Vergangenheit, haben auch bei den Erkenntnissen, die sie gewonnen haben, gesagt, das könnte jetzt auch Gott beweisen oder so. Aber ich glaube eher an die Wissenschaft. Für mich ist Wissenschaft. Die jetzigen, ich sag mal, Wissenschaftler versuchen das irgendwie zu trennen, aber das kann man nicht trennen. Die Wissenschaft belegt eigentlich nur den Prozess, aber nicht, was dahinter steht. Und wir können mit der Wissenschaft eigentlich Gottes Beweis darstellen. So wie ich das verstanden habe, hast du eigentlich mit dem Islam viele Fragen beantwortet bekommen. Einige Fragen wurden nicht beantwortet, weil du sagst, okay, jetzt muss ich daran glauben. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Prüfung durchgemacht oder eine Klausur in der Abi-Prüfung. Du hast 70% Fragen richtig beantwortet und du weißt das. Aber 30%, die weißt du nicht. Hörst du dann mit der Prüfung auf? Da das Ziel, ja, das Ergebnis zu bekommen ist, kann ich ja nicht aufhören. Ne? Also ich würde sie zumindest bis zum Ende durchführen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass in dem Moment, wo du versuchst, einen Beweis anzutreten, hört dein Glaube auf zu existieren, weil du hast es bewiesen. Damit ist es faktisch. Dann hat das nichts mehr mit Glauben, sondern nur noch mit Wissen zu tun. Und ich finde, dieses Stück überlassen, dass es nicht bewiesen ist und trotzdem zu glauben, das macht es dann am Ende des Tages wertvoll. Man muss es bis zum Ende der Prüfung auf jeden Fall versuchen, die 100% zu bekommen. Aber wenn man die 100% nicht schafft, sollte man die Prüfung ja nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf und ich gehe jetzt raus. Das macht man ja nicht. Du hast jetzt mit dem Islam vielleicht 70% deiner Fragen richtig beantwortet bekommen. Vielleicht muss man einen Schritt in den Islam machen und die Tür von innen öffnen. Du hast 99 Türen jetzt geöffnet bekommen, ja, und eine Tür ist geschlossen. Eine Frage. Vielleicht muss man die von innen öffnen. Und nicht von draußen, weil man die von draußen nicht geöffnet bekommt. Du kannst mir auch nicht beweisen, dass du deine Mutter liebst, oder? Wie willst du mir das beweisen? Das ist ja was Immaterielles. Aber die Liebe gibt's oder nicht? Ja. Es gibt ja auch Gefühle von Menschen, die man sozusagen materiell nicht beweisen kann, was die Wissenschaft nicht belegen kann. Ja, in gewisser Weise. Am Ende gibt es sowas wie die Seele, ne? Das, was dich ausmacht. Das ist das, was geht an dem Moment, wo du stirbst. Das ist immateriell. Du kannst auf der Waage sterben und es wird nichts passieren, aber du wirst tot sein. Die Antwort auf die letzte Frage steht hinter der Tür, die du selber im Leben nicht öffnen kannst. Die öffnet sich in dem Moment für sich, in dem sich hier dein Leben beendet ist. Dann öffnet sich diese Tür, dann wirst du die letzte Frage beantwortet kommen. Ob du dann vor dieser Antwort Angst haben musst oder nicht, ist abhängig davon, was du in deinem bisherigen Leben getan hast. Wenn du im festen Glauben alles richtig gemacht zu haben stirbst, dann wirst du keine Angst haben vor der letzten Antwort hinter der letzten Tür. Ich gucke mir das Universum jetzt an, ich gucke mir den Mond an, ich gucke mir die Sonne an, ich gucke mir den Jupiter an, ich gucke mir den Mars an. Es gibt viele Planeten, sage ich mal.
Ein Universum, mehrere Planeten. Und dieses Universum, das weitet sich immer weiter aus. Das wurde zuletzt mit dem Hubble-Teleskop bewiesen. 1920, 1930 ungefähr. Vorher dachte man, das Universum ist befristet bis irgendwo hin. Ja, und das weitet sich nicht aus. Der Koran sagt mir aber im 6. Jahrhundert, dass das Universum sich ausweitet. Zum Beispiel, das ist ein Wunder des Korans. Das konnte man vorher zum Beispiel nicht beweisen. Ja, aber der Koran hat das vorher schon bewiesen. Dann gibt es mehrere Wunder im Koran. Ich gucke mir jetzt die Welt an, die dreht sich einmal um die eigene Achse, 180.000 Kilometer schnell, und dann einmal noch um die Sonne. Und genau das sagt der Koran auch vorher aus. Aber wenn man von der Welt aus einmal auf die Sonne guckt, denkt man, die Sonne dreht sich um die Welt. Aber der Koran beweist das schon im 6. Jahrhundert. Und das sind schon für mich Antworten, womit ich mich mit dem Islam auf jeden Fall beschäftigen muss, die auf meine Fragen 100%ige Antworten hat. Die Wissenschaft ist auf jeden Fall nicht getrennt von der Religion, auf jeden Fall nicht im Islam. Es gibt mehrere Beweise, so wie ich gerade ein paar Beweise dargestellt habe, was den Islam zur Richtigkeit führt. Ich befürchte, dadurch, dass diese ganzen Bücher schon so alt sind und wir einen verschränkten Blick auf das Wissen und die Intelligenz der Menschen von vor 2000 Jahren haben, unterschätzen wir, was die damals alles schon wussten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit dem damaligen Wissen, man hat sich das erklären können, den Lauf der Planeten. Und wer weiß, was die alles gemessen haben. Und vielleicht hat er sich auch überlegt, dass wenn es irgendwo herkommt, dann war es relativ klein. Und wenn es, wie alles, wächst, dann wächst auch das Universum. Und dann ist das für ihn logisch gewesen. Im Koran steht, dass Eisen nicht von der Erde stammt, sondern dass zwei Sterne sich, die Supernova nennt sich das, dass die aneinander geprallt sind und dann auf die Erde runtergegangen sind. Die Wissenschaft hat das belegt, dass der Eisen nicht zur Erde gehört. Aber wir nehmen den Eisen von der Erde raus. Und im Koran steht, dass der Eisen von den Sternen kommen, von einer Explosion von den Sternen und auf die Welt herabgesandt worden ist. Genau das steht im Koran drin. Und das kann niemals ein Mensch aus dem 6. Jahrhundert gewusst haben. Am Ende vom Tag ist mir eigentlich egal, woher es kommt, wenn ich aus dem Metall das Richtige mache. Wenn ich da draußen einen Kochtopf dengel, dann habe ich was total Sinnvolles gemacht. Wenn ich da draußen eine Axt mache, kann ich damit einen Baum fällen und ein Haus bauen. Wenn man das alles so Einzelteile, wenn man die so nimmt und versucht damit was zu beweisen, wird es schwierig. Deswegen meine Idee ist, es nicht versuchen zu beweisen, sondern einfach das Stück glauben zu lassen. Eigentlich kann man den Schöpfer überall beweisen. Ob du das jetzt natürlich glaubst oder nicht, ist was anderes. Zum Beispiel, ich sehe jetzt ein Baby in einem Raum und ich sehe eine Programmiersprache, ja, Java, CSS und so weiter. Ich sehe ein Spiel programmiert worden ist. Ein 2 Jahre altes Kind, nach meinem Wissensstand, kann das nicht gemacht haben. Aber ich sehe keinen anderen Menschen. Dann glaube ich doch daran, dass ein Programmierer dort war und dieses Spiel programmiert hat, oder nicht? Jetzt sehe ich meine DNA, die ist auch programmiert worden. Oder meinen ganzen Körper, 98.000 Kilometer Adern habe ich. Mein Herz pumpt 80 Tonnen Blut am Tag. Und ich weiß nicht mal, wo und wie er das macht. Meine Leber, meine Lunge, die nimmt einmal den Atemzug, dann gehen die Vitamine an die richtigen Stellen. Calcium geht an meine Nägel, ja, Protein geht an meinen ganzen Körper. Und das mache ich alles unbewusst. Da muss es einen geben, der das alles kontrolliert, oder nicht? Ist das kein Beweis? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Beweis ist. Es wäre jetzt meiner Ansicht nach eine These. Ne? Du stellst die These auf, dass das Komplexeste, was du kennst, findet in deinem Kopf statt. Du kannst dir quasi per Kraft deiner Gedanken wahnsinnig komplexe Konstrukte aufbauen, die du in der Natur wieder siehst, aber du kannst die Natur nicht reproduzieren. Also liegt es nahe, dass vielleicht irgendwo etwas gegeben haben muss. Aber vielleicht ist auch die größte Herausforderung daran zu glauben, dass das rein zufällig passiert ist. Weil, wenn das rein zufällig passiert ist, dann ist das ein totales Glück, dass du gerade hier bist und dass ich gerade hier bin, dass wir alle gerade hier sind und dass irgendeiner YouTube erfunden hat und diese Kamera und diese ganze Technik. Zum Beispiel ein Gehirn besteht aus 120 Gramm Protein, 1 Gramm Salz und noch einige andere Elemente. Wenn wir die Elemente jetzt einmal zusammentun würden, auch wenn wir es zusammenschütteln würden, würde es ein Gehirn erschaffen? Auf gar keinen Fall. Genau das sagen wir auch auf der Welt. Ich sehe mir die ganze Komplexität des Universums an, ich gucke mir die Welt an. Alles so komplex, aber auch sehr ganz einfach. In einem Ökosystem läuft alles ab. Wenn die Bienen 2 Jahre nicht leben würden, würde es die Menschheit nicht mehr geben. In so einem Ökosystem leben wir. Dann sage ich, dass es kein Zufall sein kann. Genau das sagt mein Verstand ja auch darüber aus.
Ja, ich kann das verstehen. Vielleicht ist die Antwort auf diese Wahnsinnskomplexität eine super, super simpel und einfache. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Oder wir trauen uns nicht, sie zu sagen, weil damit wieder, ja, weil das auch Folgen haben könnte. Ne? In dem Moment, wo wir sagen, zum Beispiel, hey, der Islam, der ist die Antwort. Oder der Islam hat die Antwort. Dann haben ja alle anderen die Antwort nicht. Das ist doch traurig. Wenn alle Glaubensgemeinschaften dort sitzen und fest daran glauben, dass sie die richtige Antwort haben und weil sie friedlich zusammenleben, braucht es diesen Beweis eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich super, dass dieser Beweis nicht angetreten wird. Alle die dann nicht recht haben, was machen die dann? Zum Beispiel bei mir war das in der Uni auch so, in der Matheprüfung durfte ich alle Bücher mitnehmen. Aber trotzdem sind 70-80% durchgefallen. Ja, das ist... Du hast jetzt einmal den Koran, du hast die Bibel, du hast die Tora und einmal, sagen wir mal, die Ungläubigen. Alle dürfen alle Bücher offen, wie sie möchten. Aber 70-80% fallen trotzdem durch. Aber das heißt ja trotzdem nicht, an diesen 70-80% teilnehmen muss. Ich muss ja trotzdem die Richtigkeit finden. Ich muss ja trotzdem das beste Leben aus mir machen. Du, sagen wir mal, du verdienst 5.000 Euro netto. Aber einer sagt zu dir, guck mal, wenn du diese Arbeit bei mir einmal durchführst, bisschen Marketing machst, bisschen Vertrieb machst, gebe ich dir 50.000 Euro im Monat. Würdest du doch die 50.000 Euro auswählen, oder nicht? Ich muss gestehen, ich habe Marketing gemacht und ich möchte das nicht mehr tun. Ich würde auf die 45... Andere. Ich würde auf die 45.000 verzichten. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, schon klar. Für mich ist das kein Wert, 5.000 Euro zu arbeiten, wo ich 50.000 Euro verdiene. Was mir gerade so in den Kopf schießt, ist ein Satz von Buckminster Fuller, der gesagt hat, ich beantworte nicht die Frage nach dem Warum, sondern ich erlaube jedem zuzuschauen und dann wird sich erschließen, warum ich das getan habe. Und dann kann man gerne dasselbe tun oder auch nicht. Die anderen werden sich, wenn sie Interesse daran haben, werden sie kommen und fragen, hör mal, du gehst jeden Freitag da rein, was machst du? Du machst immer so einen faschisten, glücklichen Eindruck. Was gibt's da? Kuchen? Nee, ich gehe da hin und bete. Ja, kann ich mal mitgehen. Könnte ja passieren. Hat mich echt sehr gefreut über das Interview. Dürfen wir das Video veröffentlichen auf YouTube? Ja, hau mal raus. Okay, danke dir, Marco.